In diesem Video stelle ich dir die wichtigsten Neuerungen von Contao 5.7 vor. Werfen wir zunächst einen Blick auf den Contao Releaseplan. Mit der Veröffentlichung von Contao 5.7 endet endgültig der Support für Contao 4. Das heißt, ab jetzt erhältst du für Contao 4.13 keine Sicherheitsupdates mehr und solltest auch schnellstmöglich auf Contao 5 aktualisieren. Zeitgleich endet auch der Support für Contao 5.6, weil du natürlich ebenfalls auf Contao 5.7 aktualisieren solltest. Aktuell gibt es also zwei aktiv gewartete Contao-Versionen, zum einen Contao 5.3 und Contao 5.7, wobei Contao 5.7 die neue LTS-Version wird und somit einen verlängerten Support bis 2030 erhält. Genug zu den Versionen, sehen wir uns die spannenden Neuerungen von Contao 5.7 an. Auf den ersten Blick fällt sofort das überarbeitete Backend-Design auf. So wurde die linke Menüleiste nicht mehr dunkel hinterlegt, sondern das Ganze ist etwas luftiger geworden. Ebenfalls neu, das Filtermenü wurde von oben auf die rechte Seite verschoben. Gerade bei großen Bildschirmen wird so der Platz besser genutzt und auch der Zugriff auf die Filter wird verbessert. Eine alte bekannte Einstellung ist ebenfalls zurück, und zwar hier in deinem Benutzerprofil findest du nun ganz unten die Einstellung für die Maximalbreite. Damit lässt sich nun wieder die Containerbreite begrenzen. Es stehen dir 4 verschiedene Varianten zur Verfügung, von unbegrenzt bis 1920 Pixel Maximalbreite. Eine weitere Veränderung betrifft die Favoritenfunktion. Und zwar wurde das Stern-Icon hier oben aus der oberen Top-Leiste direkt hinter die Breadcrumb-Navigation versetzt. Mit einem Klick auf das Icon erstellst du wie gewohnt einen Favoriten. Sollst du deinen Favoriten schnell aus deiner Liste entfernen wollen, kannst du natürlich auch hier direkt bei der Breadcrumb-Navigation wieder auf das Stern-Icon klicken und deinen soeben angelegten Favoriten wieder entfernen. Neben der Favoritenverwaltung befindet sich ab sofort auch die Umschaltmöglichkeit zwischen Light und Dark Mode direkt hier im Benutzermenü. Eine weitere Veränderung betrifft den sogenannten Back-Button bzw. hier auf Deutsch Zurück-Button. Dieser ist nun konsistent und führt einfach immer nur eine Ebene zurück. Ich zeige dir das Ganze jetzt mal an einem Newsbeitrag. Nehmen wir an, du bist jetzt an einem Inhaltselement und klickst auf Zurück. Das heißt, du landest jetzt eine Ebene höher, das heißt, das wären die Inhaltselemente des Newsbeitrags. Klickst du noch eine Ebene zurück, landest du automatisch auf dem kompletten Newsarchiv, wo sich die einzelnen Newsbeiträge befinden. Bei deinem weiteren Klick auf Zurück landest du jetzt in der Nachrichtenübersicht. Das heißt, dieser Zustand ist nun konsistent und du landest immer eine Ebene höher. Bei den Inhaltselementen wurde die Reihenfolge wieder an die vorhergehende Version angepasst. Das heißt, der interne Titel, der neu hinzugekommen ist jetzt nicht mehr das erste Feld, sondern befindet sich jetzt hier unten auf der rechten Seite. Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, hat sich auch die Breadcrumb-Navigation verändert. Neu ist, dass alle Zwischenebenen anwählbar sind. Hier zum Beispiel kannst du auf diese Pünktchen gehen und sagen, ich möchte jetzt direkt auf den Home-Bereich. Neu ist nun auch, dass du auf Elemente der gleichen Ebene wechseln kannst. Dazu gehst du einfach auf diesen Pfeil und kannst hier zum Beispiel auf den Artikel für das Hero-Bild wechseln. Und das Ganze eben ohne den Umweg über die Artikelübersicht zu machen. Kommen wir nun zur Backend-Suche. Die Backend-Suche lässt sich ab sofort mit einem Shortcut aufrufen, und zwar einfach hier bei Mac mit Command-K, und ich kann meinen entsprechenden Suchbegriff eingeben. Neu ist jetzt, dass die Suchergebnisse gruppiert werden und anhand von verschiedenen Attributen sortiert. Das heißt, ich kann hier jetzt zum Beispiel nur Elemente anzeigen mit dem Begriff Contao, welche eben eine Datei sind. Ich kann sogar so weit gehen, dass ich sogar auf den Dateityp gehen kann und sagen kann, ich möchte nur Bilddateien haben. Die Backend-Suche wird dadurch noch effektiver und ermöglicht es dir, noch schneller die richtigen Inhalte zu finden. Das Job-Framework wurde ebenfalls weiterentwickelt und hat jetzt nun neue Funktionen erhalten. Am besten ist das deutlich, indem wir nun auch sehen können, wie der Crawler das Job-Framework nutzt. Das heißt, wir können hier jetzt einen neuen Suchauftrag anlegen. Wir sehen, hier oben erscheint eben ein Fortschrittsbalken, und wenn ich hier im entsprechenden Job-Framework bin, dann sehe ich auch immer sofort, wie weit eben der entsprechende Job ist, und egal wo ich bin, sehe ich, dass eben aktuell noch ein Job läuft. Die ganzen Jobs laufen nun asynchron ab, das heißt, ich kann hier mir bestimmte Funktionalitäten einfach im Hintergrund aufbauen lassen, und wie du siehst, sobald das Ganze aktualisiert wurde, aktualisiert sich auch hier der Fortschritt. Neu ist auch, dass im Job-Framework entsprechend Dateien angehängt werden können, das heißt, hier beim Suchergebnis wird zum Beispiel die Debuglog angehängt. Kurz gesagt, mit dem Job-Framework von Contao 5.7 werden alle Tools geliefert, um einfach und schnell asynchron Hintergrundprozesse in Contao anzulegen und auszuführen.
und mit der Möglichkeit, Dateianhänge hinzuzufügen. Mit Contao 5.7 ist es nun erstmals möglich, rein auf Twig-Templates zu setzen. So gibt es nun für jedes HTML-Template aus allen Bereichen auch ein entsprechendes Twig-Template. Und damit die Rückwärtskompatibilität erhalten bleibt, kannst du weiterhin noch die HTML5-Templates verwenden. Aber beachte, ab Contao 6 werden die HTML-Templates nicht mehr unterstützt. Die Empfehlung lautet deswegen, setze so gut es geht ausschließlich auf Twig-Templates. Bleiben wir noch beim Thema Twig und sehen uns die Verbesserung beim Template Studio an. Neu ist hier zum Beispiel dieser Vollscreen-Modus, mit dem du natürlich wesentlich mehr Platz hast, um Code zu bearbeiten. Es gibt die Möglichkeit, einzelne Tabs mit einem Mittelklick zu schließen. Außerdem ist es nun möglich, die Twig-Templates und die HTML-Templates, sofern vorhanden, direkt anzuzeigen. Ebenfalls verbessert wurde das Syntax-Highlighting und die Autocomplete-Funktion. So werden nun alle Filter und Funktionen von Contao und entsprechenden Erweiterungen erkannt. Und dazu werden kritische Anweisungen wie RAW deutlich farblich hinterlegt. Ebenfalls neu ist, dass das Autocomplete auch für Filter funktioniert. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel mal dieses Ganze weglösche und ich tippe Insert, dann siehst du schon, dass es hier jetzt verschiedene weitere Möglichkeiten gibt und eben zum Beispiel auch hier die Filter. Das heißt, auch hier unterstützt dich Contao noch besser, deine Templates zu schreiben. Beim Formulargenerator wurden ebenfalls Verbesserungen vorgenommen. So kannst du ab sofort beim Ultra Anti-Spam-Modul auch den sogenannten Floating bzw. schwebenden Modus aktivieren. Sobald du eben diesen schwebenden bzw. Floating-Modus aktiviert hast, siehst du im Frontend keinerlei Boxen mehr bzw. keinen Hinweis mehr auf das entsprechende Ultra-Widget. Das heißt, erst beim Klick auf Nachricht senden wird dieses ganz kurz eingeblendet und du kannst das Ganze absenden. Eine weitere Neuerung betrifft das Datei-Upload-Feld. Hier hast du nun die Möglichkeit, den Haken zu setzen, dass mehrere Dateien auf einmal hochgeladen werden können. Heißt, wenn du jetzt hier im Frontend bist, dann kannst du natürlich hier jetzt eben nicht nur eine Datei, sondern gleich mehrere Dateien auf einmal hochladen lassen. Ganz neu ist auch der sogenannte Row Wizard. Damit lassen sich im Backend so schöne Gruppierungen erstellen, wie du das hier jetzt gerade siehst. Dazu kannst du jetzt eben diesen neuen Row Wizard direkt in deinem DCA ansteuern und mit entsprechenden Optionen füllen, damit du eben diese Ausgabe bekommst, wie soeben angezeigt. Das Feature ist natürlich primär für Entwickler, aber vielleicht für den einen oder anderen, der gerne mal seine eigenen DCA-Felder anlegt, sicher eine Erleichterung. In Sachen Berechtigungen gibt es ebenfalls Neuerungen. Und zwar kannst du nun pro Tabelle festlegen, ob eine entsprechende Benutzergruppe anlegen, bearbeiten oder löschen darf. Ausgenommen von diesen Tabellen sind die Seiten und die Artikel, welche weiterhin über die Seiteneinstellungen gepflegt werden. Ebenfalls neu bei den Berechtigungen ist, dass du nun die Zugriffsrechte direkt beim Element vergeben kannst. Nehmen wir an, du legst ein neues News-Archiv an, dann kannst du jetzt direkt im Bereich der Zugriffsrechte entsprechende Benutzergruppen vergeben. Das heißt, ich könnte jetzt hier direkt Anwender- und News-Team verwenden und hätte somit komplett dieses News-Archiv für die entsprechenden Gruppen freigegeben. Beim Newsletter gibt es ebenfalls eine Neuerung, und zwar kannst du ab sofort bestimmte Abonnenten blockieren. Das heißt, wenn du hier jetzt eine Interesse hast, die dauerhaft aus deiner Liste entfernt werden soll, dann kannst du das Ganze hier eben blockieren. Die E-Mail-Adresse wird dauerhaft blockiert und du kannst diese nicht mehr hinzufügen. Das heißt, weder über einen Import noch, wenn jemand sich manuell in die Liste eintragen möchte. Für Entwickler gibt es ebenfalls zahlreiche Verbesserungen. So wurde zum Beispiel die Integration von Symfony Forms durch eine zusätzliche Klasse und ein passendes Twig-Template deutlich vereinfacht. Natürlich war das noch nicht alles. Unter der Haube wurde die Codebasis konsequent weiterentwickelt, veralteter Code modernisiert, Fehler eliminiert und zahlreiche Optimierungen vorgenommen. So bleibt Contao zukunftssicher, stabil und bereit für kommende Herausforderungen. Alle Details und alle Änderungen findest du wie gewohnt im Changelog von Contao. Das war's mit den Neuerungen von Contao 5.7. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Like und wir sehen uns beim nächsten Video.